Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Die Türkei hat in kurzer Zeit beeindruckende Erfolge erzielt, um die Lücke im Bereich der Luftfahrzeuge zu schließen, die einer der wichtigsten Faktoren in den Armeen darstellen. Durch die Schritte, die im Bereich der bemannten und unbemannten bewaffneten Luftfahrzeuge unternommen wurden, hat die türkische Verteidigungsindustrie weltweit für Aufsehen gesorgt. Jetzt öffnet die Türkei mit ihren eigenen Kampfflugzeugen ein neues Kapitel. Möchten Sie einen Einblick in die Erfolge der türkischen Luftfahrtindustrie bekommen, indem Sie die nationalen und lokalen produzierten Flugzeuge näher kennenlernen? Vergiss nicht, das Video zu liken, bevor es losgeht. Türkei hat sich trotz der NATO-Mitgliedschaft einer US-Sanktion unterzogen, als sie militärisch in Zypern intervenierte. Türkei hat erkannt, wie wichtig es ist, dass ihre Verteidigungsindustrie national und autonom ist. Wir werden die nacheinander produzierten nationalen und lokalen Flugzeuge untersuchen und ich behalte die Hauptbombe bis zum Schluss. Deshalb empfehle ich Ihnen, bis zum Ende zuzusehen. Nationale Kampfflugzeuge. 21 Meter lang, 6 Meter hoch und Flügel. Seine Spannweite beträgt 14 Meter. Es handelt sich um ein zweimotoriges Flugzeug, das von Thai entwickelt und Ende des 20. Jahrhunderts zur Serienreife gebracht wurde. Geringe Sichtweite, Sensorfusion, Luft-Luft- und Luft-Boden-Dominanz. Das Düsenjagdflugzeug der 5. Generation absolvierte seinen Erstflug in diesem Jahr, im Jahr 2024. Die erste Stufe des nationalen Kampfflugzeugs soll die alten F-4 und F-16 Flugzeuge im Bestand der türkischen Luftwaffe ersetzen. Und dann ins Ausland exportiert, werden hohe Manövrierfähigkeit und leistungsstarker Antrieb, Überschallfähigkeit, großer Aktionsradius, geringe Sichtbarkeit auf dem Radar, Sensor Fusion, fortgeschrittene Datenlinkfähigkeiten. Es ist in der Lage, hochpräzise Munition abzufeuern. Das derzeit von einem Piloten genutzte nationale Kampfflugzeug, es wurde angekündigt, dass in Kürze ein Flugzeug hergestellt werden soll, das von 2 Personen gesteuert werden kann. Anka 3. TUSAŞ Anka 3, der von der türkischen Verteidigungsindustriefirma TUSAŞ weiterhin entwickelte und gestaltete unbemannte Kampfdrohne mit Turbofanantrieb, beherbergt Waffensysteme im Rumpf, verfügt über eine hohe Lastkapazität und hat keinen Schwanz. TUSAŞ hat das erste Flugzeug des Anka 3 unbemannten Kampfflugzeugs erfolgreich durchgeführt. In einer Erklärung von TUSAŞ wurden für die Anka 3 die Worte „Es wird unsichtbar sein. Wenn es erkannt wird, wird es zu spät sein“ verwendet. Mit seiner Delta-Flügelstruktur kann es leicht steile Auf- und Abstiegsmanöver durchführen. Die Betriebshöhe beträgt 40.000 Fuß. Die Anka 3, die 7 Tonnen wiegt, kann eine Geschwindigkeit von 800 Kilometern pro Stunde erreichen. Die nächste Generation der unbemannten Luftsysteme, die Anka 3, kann Aufklärungs-, Überwachungs- und Nachrichtendienstaufgaben durchführen, verschiedene Luftbodenmunitionen für Angriffe, Luft-Luft-Munitionen zum Abschuss von feindlichen Hubschraubern und Flugzeugen tragen. Als unbemanntes Luftfahrzeug kann es Aufgaben wie die Suche nach Zielen, die Störung von Radar- und Luftverteidigungssystemen, den Schutz von freundlichen Kräften in der Luft und auf dem Boden, die Sammlung von Signal- und Kommunikationsintelligenz, elektronische Kriegsführung sowie Operationen und Kommunikationsrelais mit anderen freundlichen Einheiten übernehmen. Hürriyet. Die Länge des Luftkissenfahrzeugs, das von einer zweiköpfigen Besatzung gesteuert wird, beträgt 13,6 Meter und die Höhe 5 Meter bei einer Spannweite von 5 Metern. 9,5 Meter. Die Kosten für das Hürriyet-Programm werden auf $600 Millionen geschätzt. Der Thai Hürriyet ist ein von der Turkish Aerospace Industries entwickeltes Flugzeug mit Turbofan-Triebwerk für den fortgeschrittenen Einsatz. Der Hürriyet ist ein Jet-Trainings- und Luftnahunterstützungsflugzeug.
Der Hürjet wird von der türkischen Luftwaffe als Düsentrainingsflugzeug eingesetzt. Die T-38 wurde als Ersatz für das Talon-Flugzeug und zur Ausbildung von Kampfpiloten hergestellt. Der Hürjet ist kein Trainingsflugzeug. Die bewaffnete Variante des Hürjet ist mit ihrem breiten Einsatzspektrum und ihrer überlegenen Nutzlastkapazität eine wichtige Kraft auf den Schlachtfeldern. Kızıl Elma. Baykar Bayraktar, Bayraktar Kızıl Elma, entworfen und entwickelt vom türkischen Hersteller unbemannter Luftfahrzeuge, Baykar-Technologie, unbemanntes Kampfflugzeug mit Turbofan-Triebwerk, Tarnkappe und Fähigkeit zum Abschuss von Luft-Luft-Raketenflugzeug. Der Bayraktar Kızıl Elma, der Luft-Luft-Kämpfe mit aggressiven Manövern durchführen kann, bietet mit seinem geringen Radarquerschnitt Sicherheit, wird ein Kraftmultiplikator für seine Streitkräfte sein. Bayraktar Kızıl Elma wird die Fähigkeit haben, von Schiffen mit kurzen Start- und Landebahnen zu starten und zu landen. Er wird in der Lage sein, bestimmte Ziele mit der im Rumpf mitgeführten Munition anzugreifen. Automatisches Starten und Landen, geringe Sichtbarkeit, hohe Manövrierfähigkeit, Sichtverbindung und Kommunikation über die Sichtlinie hinaus. Start- und Landefähigkeit von Flugzeugträgern. Mit kurzer Landebahn. Er verfügt über eine High Situational Awareness Ausrüstung mit AESA-Radar. Er hat eine Nutzlastkapazität von 1500 Kilogramm und 5 Stunden Flugzeit. Kaan. Nationale Kampfflugzeuge Kaan, eine bemannte Kampfflugzeug der 5. Generation ist. Es wurde unter Verwendung inländischer Ressourcen und Fähigkeiten entworfen und entwickelt, um schrittweise die F-16 Flugzeuge zu ersetzen, die ab dem Jahr 2030 aus dem Inventar der türkischen Luftstreitkräfte zurückgezogen werden sollen. Die Türkei hat sich unter den wenigen Ländern positioniert, die weltweit die Infrastruktur und Technologie besitzen, um ein Kampfflugzeug der 5. Generation herstellen zu können, wie die USA, Russland, China und so weiter. Mit seiner speziellen Lackierung und Gestaltung, den internen Stationen im Rumpf und den eingebauten Hochtechnologien wurde Kaan als ein Flugzeug der 5. Generation hergestellt. Darüber hinaus wird das Flugzeug mit einem inländischen AESA-Radar ausgestattet sein, das in der Lage ist, Dutzende von Feinden gleichzeitig auf Hunderte von Kilometern Entfernung zu verfolgen. Kaan wird auch die Fähigkeit haben, supersonische Geschwindigkeiten ohne Nachbrenner zu erreichen. Das Flugzeug wird über ein Super-Cruise-Feature verfügen. Zu den weiteren Merkmalen von Kaan gehören ein Superantriebssystem, ein helmmontierter Sichtsystem, ein synthetisch geöffnetes Radarsystem, ein Infrarotsuch- und Verfolgungssensor, ein elektrooptisches Zielsystem und andere modernste Systeme. Das Flugzeug wird auch mit inländisch produzierten Luft-Luft- und Luft-Boden-intelligenten Munitionen ausgestattet sein. Kaan mit einer Flügelspannweite von 14 Metern und einer Länge von 21 Metern kann Geschwindigkeiten von bis zu Mach 1,8 erreichen und bis zu 45.000 Fuß ansteigen. Das Kampfflugzeug Kaan kann auch unbemannte Luftfahrzeuge von der Konsole aus steuern, ohne den Sinn des Absatzes zu verändern. Abschließend repräsentieren die inländischen und nationalen Kampfflugzeuge der Türkei einen großen Erfolg in der Verteidigungsindustrie des Landes. Diese technologischen Wunder symbolisieren die türkische Ingenieurskunst, Innovation und Unabhängigkeit. Ich hoffe, Sie haben das Video mit Freude verfolgt. Für weitere Informationen können Sie mir gerne Fragen stellen oder Ihre Gedanken in den Kommentaren teilen. Auf Wiedersehen und bis bald.